Der Morgen im Masai Mara Reservat beginnt mit einem kräftigen, weißen Sonnenlicht, das sich über einen Teppich aus grünem Gras erstreckt, der von Flecken trockenen Landes durchsetzt ist. Die Förster Daniel Okoro und Amina Njoroge fuhren langsam in ihrem Streifenwagen an einem kleinen See entlang, der in einer ruhigen Wiese lag. Als das Auto anhielt, entdeckten sie ein mageres Leopardenjunges, das ruhig am Wasserrand stand. Sein kleiner Körper zitterte leicht im Wind, seine Schritte waren langsam und merklich kraftlos. Rund um den See gab es keinerlei Spuren einer Leopardenmutter oder eines anderen ausgewachsenen Tieres. Die Stille der Wiese verlieh dem Augenblick eine bedrückende und von Angst erfüllte Atmosphäre. Das Leopardenjunge blickte die beiden Ranger mit misstrauischen Augen an, hatte aber nicht die Kraft, wegzulaufen. Die verblassten Fußspuren auf dem Boden deuten darauf hin, dass es schon seit langer Zeit hier umherstreift. Daniel und Amina begriffen, dass sie es mit einem zurückgelassenen Leben zu tun hatten. Die beiden Ranger stiegen langsam aus dem Fahrzeug, hielten dabei einen sicheren Abstand und vermieden abrupte Bewegungen. Daniel stellte vorsichtig eine Schüssel mit Wasser auf den Boden und beobachtete dabei aufmerksam die Reaktion des Leopardenjungen. Amina trat ein paar Schritte zurück, um Abstand zu schaffen, damit sich das Tier nicht bedroht fühlte. Nach kurzem Zögern senkte das Leopardenjunge den Kopf und leckte das Wasser, jeder Schluck klein, aber voller Sehnsucht. Ein kleines Stück Fleisch wurde ohne Zwang oder Druck neben die Schüssel mit Wasser gelegt. Das Leopardenjunge zitterte beim langsamen Fressen, als ob es zum ersten Mal lernte, den Menschen zu vertrauen. Das weiße Sonnenlicht spiegelte sich in seinem staubigen Fell und offenbarte seine anhaltende Erschöpfung. Daniel und Amina beobachteten das Ganze schweigend, im Bewusstsein, dass dies ein äußerst heikler Moment war. Dieser kleine Akt des Vertrauens führte zur nächsten wichtigen Entscheidung. Die beiden Ranger beschlossen, das Leopardenjunge in einen Transportkäfig zu setzen, um mit der Suche nach seiner Mutter zu beginnen. Der Streifenwagen rollte über die Wiese und folgte dabei den bekannten Pfaden rund um den See. Innerhalb eines Radius von 5 Kilometern hielten sie immer wieder an, um die Fußspuren zu untersuchen und genau zu beobachten. Auf den Ruf wurde keine Antwort gegeben, von der Leopardenmutter war in der weiten Grasfläche kein Lebenszeichen zu sehen. Ältere Erkenntnisse lassen vermuten, dass die Leopardin das Gebiet vor einigen Tagen verlassen hat. Daniel umklammerte das Lenkrad fest, während Amina mit schwerem Herzen schweigend aus dem Fenster blickte. Nach und nach wurde die Wahrheit deutlich, das Leopardenjunge hatte sich zu weit verirrt, um noch mit seiner Familie wieder vereint werden zu können. Die Natur ist nicht immer tolerant gegenüber den Schwachen und Zurückgelassenen. Sie mussten mit einer schweren Entscheidung im Herzen zum Bahnhof zurückkehren. In der Rangerstation der Masai Mara wurde das Leopardenjunge umgehend in die Tierklinik gebracht. Tierärztin Claire Wittmann führt mit höchster Konzentration eine gründliche Untersuchung durch. Die Ergebnisse zeigten, dass der Leopard stark unterernährt war und unter anhaltender Erschöpfung litt. Alle Vitalfunktionen waren schwach, was darauf hindeutete, dass das Tier eine gefährliche Phase des Hungers und Durstes durchgemacht hatte. Claire besprach kurz mit Daniel und Amina die Überlebenschancen, falls sie wieder in die Wildnis entlassen würden. Es wurde entschieden, dass der Leopard besondere Pflege in einer sicheren Umgebung benötigt. Claire erklärte sich freiwillig bereit, während dieser schwierigen Zeit die Verantwortung für die Überwachung und Pflege des Leopardenjungen zu übernehmen. Sie verstand, dass eine frühe Bindung problematisch sein könnte, aber das Leben des Tieres war wichtiger. Ein neues Kapitel beginnt, nicht nur für das Leopardenjunge, sondern auch für alle Beteiligten. Claire brachte das Leopardenjunge zurück in ihr kleines Haus in der Nähe der Masai Mara Rangerstation. Ein sauberer Käfig stand ordentlich in einer Ecke des Hauses, geschützt vor der direkten Mittagssonne. Claires Hund näherte sich neugierig, seine Augen beobachteten ihn vorsichtig, aber nicht aggressiv. Anfangs kauerte das Leopardenjunge in einer Ecke seines Geheges, wobei seine Ohren bei jeder Bewegung um es herum leicht zuckten. Claire setzte sich auf den Boden und sprach mit leiser Stimme, um ein Gefühl der Geborgenheit zu erzeugen. Sie fütterte das Leopardenjunge mit kleinen, genau abgemessenen Mahlzeiten und hielt sich dabei strikt an tierärztliche Richtlinien.
Der Hund lag oft in der Nähe des Käfigs, als ob er das zerbrechliche Geschöpf bewachen würde. Jedes Mal, wenn der Leopard den Kopf hob, sah er den vertrauten Blick des Hundes neben sich. Dieser kleine Raum wurde nach und nach zu einem vorübergehenden Zufluchtsort inmitten der Weite der Natur. Weißes Licht strömte durch das Fenster und beleuchtete zwei unterschiedliche Tierarten, die lernten, miteinander auszukommen. Claire bemerkte, dass die Ruhe des Hundes den Stress des Leopardenjungen deutlich verringerte. In den einfachsten Momenten entstehen oft stille Verbindungen. Als es dem Leopardenjungen wieder besser ging, dürfte Claire es tagsüber auf den Rasen im Garten lassen. Der Hund blieb in der Nähe, hielt einen sicheren Abstand, verlor aber den neuen kleinen Freund nie aus den Augen. Die ersten Schritte des Leoparden waren zwar unbeholfen, aber voller Neugier und Aufregung. Der Hund wedelte sanft mit dem Schwanz und rannte herum, als wolle er zu einem unbeschwerten Spiel animieren. Die beiden jagten sich gegenseitig über das grüne Gras, das mit trockenem Erdreich durchsetzt war, unter dem hellen Sonnenlicht. Es gab kein Knurren und keine Angst, nur eine seltene Unschuld zwischen den beiden Spezies. Nachts legt sich das Leopardenjunge meist in die Nähe des Hundes, um ruhiger schlafen zu können. Der gleichmäßige Atem des Hundes gab dem Leoparden in der Dunkelheit ein Gefühl der Sicherheit. Claire beobachtete das Geschehen aus der Ferne und verstand, dass diese Verbindung eine besondere Bedeutung hatte. Sie sorgt stets dafür, dass alle Interaktionen sorgfältig überwacht und innerhalb bestimmter Grenzen gehalten werden. Diese Freundschaft hat zwar nicht die wilden Instinkte ausgelöscht, aber sie hat für seelische Stabilität gesorgt. Die friedlichen Tage vergingen und zeugten von einer deutlichen Genesung des Leopardenjungen. Nach einem Monat hatte das Leopardenjunge seine Gestalt wiedererlangt und war deutlich agiler geworden. Das glatte Fell, das im weißen Sonnenlicht glänzt, deutet auf eine rasche Genesung hin. 3 Monate vergingen, und der Leopard war größer geworden, seine Beine länger und seine Reflexe schärfer als zuvor. Dennoch kehrte es immer wieder zum Hund zurück, wenn es verwirrt war. Manchmal gab der Leopard Geräusche von sich, die einem Bellen ähnelten, was Claire gleichermaßen zum Lachen und zur Sorge brachte. Claire verstand, dass diese gemeinsame Zeit nicht ewig dauern konnte. Die wilden Instinkte des Leoparden müssen geweckt werden, bevor er zu abhängig wird. Sie besprach den Plan, den Leoparden zur Rangerstation zurückzubringen, mit Daniel und Amina. Diese Entscheidung verlieh dem kleinen Haus eine bedrückende Atmosphäre. Der Hund schien die Veränderung zu spüren und hielt sich näher an den Leoparden als sonst. Ihre spielerischen Momente wurden langsamer, als ob beide begriffen, dass sich ihre Wege bald trennen würden. Eine entscheidende Phase im Leben des Leoparden steht bevor. Daniel und Amina kamen an einem sonnigen Morgen an, um den Leoparden zurück zur Rangerstation zu bringen. Der Leopard stieg in den Transportkäfig und warf noch einen letzten Blick zurück auf den Hund, bevor die Tür sich schloss. In den halbwilden Gehegen der Masai Mara hat der Leopard mehr Platz. Die Ranger begannen den Jagdausbildungsprozess auf natürliche Weise und ohne Zwang. Leoparden lernen, zu pirschen, zu beobachten und entsprechend den Instinkten ihrer Art zu reagieren. Gelegentlich bringt Claire den Hund noch immer zu speziellen Überwachungssitzungen mit. Bei jedem Wiedersehen spielen Leopard und Hund miteinander, als hätte es nie eine Distanz zwischen ihnen gegeben. Diese Verbundenheit mindert nicht die Wildheit, sondern wird vielmehr zu einem grundlegenden Bestandteil unserer Erinnerungen. Daniel und Amina beobachteten das Geschehen aus der Ferne und freuten sich über die Fortschritte des jungen Leoparden. Claire stand schweigend da und verstand, dass sie ihre Rolle zum richtigen Zeitpunkt erfüllt hatte. Der Leopard verschmolz allmählich mit der Natur und brachte dabei Lektionen über Vertrauen und Fürsorge mit sich. Inmitten der weiten Graslandschaft der Masai Mara beginnt offiziell eine neue Reise.